Die Entscheidung ist gefallen, das erste Modularsystem soll angeschafft werden. Aber was für Module brauche ich? Gibt es welche, die ich unbedingt brauche? Das klären wir in diesem Video. Wenn ihr euch jetzt also entschieden habt, ein Modularsystem zu kaufen und euch im Internet umschaut, werdet ihr feststellen, dass es viele verschiedene Module gibt. Damit so ein System in sich funktioniert, brauche ich sämtliche Komponenten, die ich sonst bei einem normalen Synthesizer im Prinzip auch habe. Das wäre also ein Oszillator, ein Noise-Generator, ein VCA, ein VCF, 2 Hüllkurven, irgendeine Art von Mixer, damit ich einen Lautstärkeregler habe. Und ein LFO, wobei der theoretisch zumindest erstmal optional ist, ohne den wird es aber doch relativ schnell auch langweilig. Wenn man sich das jetzt vor Augen hält und begibt sich auf die Suche, stellt man auch wiederum relativ schnell fest, dass verschiedene Anbieter verschiedene Konzepte verfolgen. Doepfer beispielsweise hat Module, die sind relativ übersichtlich beschriftet und im Regelfall hat ein Modul wirklich eine Funktion. Andere Hersteller setzen da eher drauf, das heißt, ich habe halt ein Modul, das hat dann 4 oder 5 Funktionen, ist LFO, Hüllkurve und Wasserkocher zugleich. Das kann am Anfang ein bisschen verwirrend sein. Es ist letzten Endes eine Typenfrage. Ich empfehle für den Anfang Module, die euch übersichtlich erscheinen, wo ihr sagt, okay, mit der Bedienoberfläche, damit komme ich gut klar. Wenn ich jetzt alle Module zusammen habe, die ich mir kaufen möchte, stellt sich die Frage, wie steuere ich das Ganze an? Wir sehen, hier sind nur diese Buchsen für diese kleinen Klinkenkabel. Mehr suche ich dort erstmal vergebens. Es gibt jetzt 3 Varianten, wie ich das ansteuern kann. Erstens, ich kann einen Sequencer nehmen. So wie der hier, der hat direkt CV, haben die Sequencer, die Module quasi selbst sind, eigentlich alle. Es gibt Sequencer auch extern, auch da haben viele Modelle tatsächlich die Möglichkeit, direkt mit so einer CV-Spannung rauszugehen. Vielleicht will ich aber lieber meinen Computer als Sequencer verwenden, meine DAW-Software. Geht auch. Es gibt da wiederum so kleine Module, mit denen ich das übersetzen kann. Die haben also einen USB-Port, in den ich MIDI-Daten reinschicken kann und dann kommen letzten Endes auf der anderen Seite CV-Spannungen raus. Das gleiche, im Regelfall sind sogar direkt die gleichen Module, haben auch so einen DIN-MIDI-Port. Darüber kann ich dann auch ein normales Keyboard anschließen oder letzten Endes auch jedes andere Gerät, das irgendwie MIDI-Daten ausgeben kann. Wenn ich jetzt ein Modul kaufe, dann kommt das in dieser Darreichungsform. Modul, so ein neckisches Flachbandkabel, wie man es vom Computer kennt, und ein Satz Schrauben. Das war's. Um das Ganze in Betrieb nehmen zu können, brauche ich noch ein Case mit einer passenden Stromversorgung. Das ist aber tatsächlich nochmal ein anderes Thema, deswegen schauen wir es uns im nächsten Video an. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall abonnieren und die Glocke läuten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen netten Kommentar oder über einen Daumen nach oben. Es bleibt mir, wie immer, zu wünschen, gehabt euch wohl.